Karl Otto Götz zählt zu den wichtigsten Vertretern der abstrakten Malerei und des deutschen Informel und prägte mit seinem gestisch-expressiven Stil die Nachkriegskunst entscheidend mit. Seine Werke sind Ausdruck einer Malerei, die nicht Abbild, sondern Ereignis sein will. Bewegung, Rhythmus und Energie werden zu zentralen Bildthemen. Besonders deutlich zeigt sich dies in seiner Werkgruppe Jonction aus den Jahren 1990 und 1991, in der Götz die deutsche Wiedervereinigung bildnerisch reflektiert. In diesen großformatigen Diptychen übersetzt er das politische und emotionale Spannungsfeld der Zeit in eine dynamische Bildsprache, die zugleich Aufbruch, Reibung und Verbindung der beiden Landesteile sichtbar machen will. Karl Otto Götz, Jahrgang 1914, gerät als junger Student an der Kunstgewerbeschule Aachen mitten hinein in die sich ändernde Stimmung des in Deutschland aufziehenden Faschismus und seiner beschränkten Kulturpolitik. Durch die Beschäftigung mit avantgardistischer Kunst nähert er sich der Abstraktion an. 1933 entstehen seine ersten abstrakten Arbeiten. Wie zahlreiche andere Vertreter des freien Denkens und künstlerischen Experimentierens trifft ihn ab 1935 ein Mal- und Ausstellungsverbot. Götz jedoch setzt sich über die Schikanen der Nationalsozialisten hinweg und arbeitet heimlich weiter. Er bleibt auch während des Krieges von seinem Einsatzort in Norwegen aus künstlerisch aktiv und in Kontakt mit seinen Malerfreunden Otto Dix und Willi Baumeister. Die Bombardierung Dresdens im Februar 1945 vernichtet in seinem Atelier den Großteil seines Frühwerks. Nach dem Krieg knüpft Götz bald wichtige Kontakte im internationalen Kunstbetrieb, kommt dadurch 1947 im Rahmen einer Ausstellung seiner Werke in Paris mit den Mitgliedern der Künstlergruppe Cobra in Kontakt, deren aktives Mitglied er 1949 sogar wird. Er arbeitet in dieser Werkphase mit verschiedensten, oft ungewöhnlichen Medien, fertigt Photogramme und Monotypien und entwickelt so in zahllosen künstlerischen Experimenten die Grundlagen seiner späteren Malerei. Ab den frühen 1950er Jahren findet Götz so nach und nach zu seinem charakteristischen Malstil. In Frankfurt schließt er sich der für den Fortgang der informellen Kunst in Deutschland prägenden Künstlergruppe Quadriga an, die in ihrem Tachismus, von französisch L'attache, Flecken, vor allem von Wolfgang Schulze, genannt Wulls, und dem von den Surrealisten entwickelten Automatismus geprägt ist. Bei wiederholten Paris-Aufenthalten kommt Götz darüber hinaus mit den Arbeiten der den Informel so prägenden Künstler wie Jackson Pollock, Willem de Kooning und Hans Hartung in Kontakt. So haben Quadriga und Götz maßgeblichen Anteil daran, dass die deutsche Kunstszene nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Anschluss an die internationale Kunstwelt findet. Karl Otto Götzens frühere, von metamorphosenhaften, häufig Assoziationen von Vögeln oder Insekten erweckenden Gestaltungen beginnen sich in der Folge formal stark zu wandeln. 1952 entdeckt er bei einem Farbexperiment mit seinem Sohn Alexander, dass Tapetenkleister und stark verdünnte Ölfarbe ideale Voraussetzungen bieten, um Farbe gestisch und in hoher Geschwindigkeit auf eine Leinwand aufzutragen. Die so entstehende Rakeltechnik, er setzt dieses Werkzeug als erster Künstler systematisch für seine Kunst ein, liefert Götz zahlreiche neue Impulse und eröffnet ihm vielfältige gestalterische Perspektiven. Er malt, immer weitere Techniken erforschend, zunächst spontan dunkle Farbspuren auf den feuchten Grund und verzieht diese dann mit einer Gummirakel weiter. Wo mit der Rakel die dunkle Farbe in den hellen Grund gedrückt wird, entstehen auf diese Weise Liniengeflechte und Graupartien. Götz erläutert begeistert, wie bei diesem einzigartigen Verfahren Helles nun Dunkles überlagert, Dunkles fortgeschleudert wird auf Helles. Dabei betont er, dass die hohe Geschwindigkeit dazu diene, bewegte Spuren, Spritzer, Schleifen zu erzeugen und so tradierte Bildformen und Darstellungsweisen aufzulösen. Ein Phänomen, das er mit langsamem Malen nicht habe erreichen können. Eine künstlerische Entwicklung, die, so sagt es Götz, für ihn einfach in der Luft lag. Die entstehenden Werke sind gekennzeichnet durch hochdynamische Gestaltungsmittel und Kompositionen, sich schwungvoll überlagernde Farbflächen, zerrissene und gebrochene Formen, intensive Hell-Dunkel-Kontraste
sich abwechselnde Positiv- und Negativräume. Die Bilder erscheinen so als autonome, energetische Gebilde ohne erkennbare gegenständliche Bezüge, sind geprägt von Streben nach der Darstellung von Bewegung und Rhythmus. Die Oberfläche wird zum Protokoll dieser Bewegung. Die von Karl Otto Götz so entwickelte und nachfolgend beinahe unverändert gebliebene Rakeltechnik bestimmt von nun an den unverkennbaren visuellen Stil seines Œuvres. So zum Beispiel in seinem ersten Triptychon aus dem Jahr 1958. Zugleich sein erstes Werk, das auf ein aktuelles zeitgeschichtliches Ereignis Bezug nimmt, die Stationierung amerikanischer Atomraketen in der BRD. Die außenliegenden Flügel Jupiter und Matador entlehnen ihre Titel den Typenbezeichnungen von Raketen. Die größere Mitteltafel UDZ unter diesem Zeichen verweist ironisierend auf die christlichen Werten doch eher wenig verbundene Massenvernichtungswaffe. Von 1959 bis 1979 lehrt Götz freie Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf und prägt dort eine ganze Künstlergeneration. Zu seinen Schülern gehören unter anderem Gotthard Graupner, Sigmar Polke, Gerhard Richter, H.A. Schuld und Franz Erhard Walter. Auch ist er maßgeblich daran beteiligt, den jungen Joseph Beuys für eine Lehrtätigkeit in Düsseldorf zu gewinnen. In seiner eigenen künstlerischen Arbeit dieser Zeit nähert sich Götz den Fluxuskünstlern mit ihrem Bestreben der Auflösung der Grenze zwischen Kunst und Leben an und beginnt, sich intensiv mit wahrnehmungspsychologischen Fragen zu befassen. Ab 1986 entsteht die farbkräftige Bilderserie Giverny, in der der Künstler vollkommen ohne Schwarz arbeitet. Es fasziniert ihn, wie er selbst sagt, wie zwischen den Farbfeldern in feingliedriger Faktur, also seiner eigenen unverkennbaren Arbeitsweise, aus den Rakelspuren biomorphe Formen entstehen. In den 1990ern wendet sich Götz nach der kritischen Auseinandersetzung mit der realen Gefahr eines Atomkrieges in den späten 1950ern abermals vermehrt auch tagesaktuellen gesellschaftlichen Themen zu, beispielsweise mit der Jonction-Serie zur deutschen Wiedervereinigung, indes ohne dabei trotz der konkreten Bezüge die bildnerische Abstraktion zu verlassen. Ab 2004 entstehen weitere vom Künstler selbst als Anlassbilder bezeichnete Werke zum Zeitgeschehen, wie das auf die Gründung der Bundesrepublik bezogene 60 Jahre von 2009. Neben Gemälden umfasst das facettenreiche Gesamtwerk Karl Otto Götzens auch zahllose Gouachen, Radierungen, Monotypien, Stahlreliefs, Fotografiken und Gedichtbände. Ein großer Teil seiner Werke und der seiner Künstlerkollegin und Ehefrau Rissa werden in eine gemeinsame Stiftung überführt, als Karl Otto Götz 2017 stirbt. Jonction, 3.10.1990, entsteht als erstes Bild der Reihe aus 3 Werken als spontane emotionale Reaktion auf die an diesem Tag vollzogene deutsche Wiedervereinigung. Es ist mit 200 x 520 Zentimetern und seiner Form als Diptychon ein monumentales Werk, in dessen 2 Leinwandtafeln symbolisch die ehemals getrennten Landesteile aufeinandertreffen. Götz greift dabei scheinbar in der Anlage auf die in der Renaissance übliche Form des physisch oder motivisch verbundenen Doppelporträts eines frisch vermählten Paares zurück, war doch die Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten, zumindest in der Wahrnehmung des Künstlers, einer das Brautpaar verbindenden Hochzeit nicht unähnlich. Der französische Titel Jonction stellt dabei in eben dieser Bedeutung als Verbindung einen unmittelbaren Verweis zum realen, zum erlebten historischen Ereignis her, das in seiner Genese und Durchführung, der politischen und gesellschaftlichen Diskussion in beiden Staaten, auch im kollektiven Einheitsrausch bereits erkennbar, nicht ohne Probleme ist. Die allgemeine Wahrnehmung dominieren aber zu diesem Zeitpunkt deren positive Bedeutung, deren Chancen. Das Werk lebt in seiner Anlage von der Dialektik der Formen, von der Teilung der Bildfläche, dem die Ereignisse spiegelnden antithetischen Spiel von Kraft und Gegenkraft, von Reiz und Reaktion, von den formalen Widersprüchen innerhalb der beiden Bildflächen einerseits und über diese hinweg andererseits. Breit und wuchtig stößt hier von links eine massive, eindimensional wirkende schwarze Farbspur in die erste weiße Bildfläche hinein, prallt indes in eine wirbelnde Form an deren rechtem Bildrand, wird dort abgestoppt und wie unter enormer Krafteinwirkung gestaucht, verbogen und abgestumpft.
Der Wirbel selbst scheint unter der Wucht des Stoßes ebenfalls zusammengedrückt und aus seinem konzentrischen Auge herausgeschoben zu sein. Die vielleicht einmal vorhandene gleichmäßig dynamische Rotation erscheint gestört. Wie daraus herausgelöste Fragmente überziehen hier Tropfen und Spritzer die klare Reinheit der Leinwand, lösen den starken Kontrast zwischen Form und Untergrund auf. Der gebrochen dynamischen Wirbelform steht am linken Rand der zweiten Bildfläche eine zunächst wuchtig und massiv wirkende Form gegenüber, in ihren Außenformen durch den starken Hell-Dunkel-Kontrast dem ersten Eindruck nach scheinbar klar begrenzt. Ritzspuren brechen aber diese starre, statische Kontur, lösen hier von innen heraus die Masse auf, animieren und bewegen sie. Analog zur nach rechts kippenden Form des organisch geschwungenen Wirbels kippt aber eben auch diese zunächst kantig starre, beinahe aggressiv wirkende Form nach rechts aus dem Lot. Es wirkt, als sei auch sie unter den Folgen des Aufpralls ins Wanken geraten. So schwindet hier also der Eindruck eines statischen Zustandes. Bemerkenswert ist dabei ihre die Grenzen der Fläche überschreitende Anlage. Einem Haken gleich ragt sie in die linke Fläche hinein, vielleicht um diese an sich heranzuziehen. Zugleich schiebt sich von ihrer rechten, nur schwach lasierend und so überwiegend in lichtem und gebrochenem Grau aufgetragen, eine zaghafter wirkende Spiegelung der von links vordringenden Form in die Bildfläche hinein. Auch hier findet sich, diesmal über die gesamte Breite des Diptychons hinweg angelegt, der Kontrast, der Widerstreit der Formen. Götz kommentiert so das zeitgeschichtliche Ereignis. Statt einer narrativen und illustrierenden Bilderzählung bietet er dem Betrachter indes vielmehr eine visuelle Metapher. So stellt die linke Bildfläche symbolisch die Situation in der DDR dar. Einen um sich selbst kreisenden, in der, wie Götz schreibt, repetitiven Dauerlüge gefangenen Staat, der unter dem Ansturm einer drängenden Sehnsucht nach Befreiung ins Wanken gerät. Rechts in der Bildfläche liegt als Gegenform die alte Bundesrepublik, kantig, eckig, die sich sanft angeschoben aus ihrer alten Position lösen muss. Eben an der Nahtstelle beider Bildflügel, der Grenze zwischen der DDR und der BRD, beginnen sich die widersprüchlichen Formen zu berühren, aneinander zu binden, geschoben von den beiden Kräften in ihrem Rücken, eine stark und präsent, eine eher schwach, vielleicht zögerlich. So fängt Karl Otto Götz ein, wie viele Zeitzeugen die sich anbahnende Wiedervereinigung erlebt haben. Herbeigesehnt und forsch angeschoben von den Bürgern der DDR, vielleicht ein wenig zögerlich verfolgt von denen der alten BRD. Dennoch, der Wirbel, der Moment des Umbruchs, in dem alles möglich scheint, dominiert das Bild. Es stehen Auflösung gegen Verdichtung, Chaos gegen Struktur. So beschreibt es Götz dann auch selbst in der ersten Strophe seines kurz nach Fertigstellung des Werkes verfassten Gedichtes Jonction 123 zum 3. Oktober 1990. Schwarze Rhythmen von links nach rechts, Drängen, Befreiung und Sturz einer Dauerlüge. Zwei Landschaften hassen und küssen sich. Zurückbleiben graue Schleier, träge, in Erwartung blitzschneller Wunder. Der Titel des Gedichts sowie die zwei weiteren Strophen zeigen, dass Götz bereits zu diesem Zeitpunkt den Entschluss gefasst hatte, zwei weitere Werke folgen zu lassen, die den eingeschlagenen thematischen und formalen Weg fortsetzen sollten. Er malt die ergänzenden Jonction 2 und Jonction 3 im Folgejahr der historischen Ereignisse. Karl Otto Götz erweitert so das ursprünglich spontan angelegte Einzelbild zu einer absichtsvollen Werkgruppe von 3 thematisch zusammengehörigen Großformaten, die die Dynamik und Prozesshaftigkeit der Wiedervereinigung eher als zeitlichen Ablauf denn als singulären, abgeschlossenen Moment erfassen wollen. Er bedient sich dabei auch in den 2 Folgewerken der grundsätzlichen, formatidenttischen Anlage der Bildfläche als Diptychon. Das Gedicht spiegelt Jonction 2 wie folgt wider. Blaue Rhythmen von rechts nach links. Das geht nicht. Befreite Schleier drängen zum Sturz eines Wunders. Verlorene Trägheit blitzt zwischen den Rhythmen. Eine Landschaft erwartet den Kuss der anderen. Götz verlässt im zweiten Werk der Gruppe die ursprünglich unbunte Anlage von Jonction 1, erweitert die Gestaltung, in der sichtbar der Auflösungsprozess des Staatsapparates der DDR beginnt, auf einen Farbklang mit Blau,
in dem indessen nach wie vor die schwarz-weißen Formen das strukturelle Gerüst bilden. Diese Blautöne sind dabei sparsam als markante Akzente eingesetzt, intensivieren so beispielsweise die Wucht, mit der die breite Rakelspur von links in die Bildfläche ein- und vordringt, während lichtes Blau die Dynamik des sich nach rechts anschließenden, sich in seinen Strukturen noch weiter aufzulösen scheinenden Wirbels intensiviert. Die schwarze Keilform im rechten Bildflügel weist dagegen keinerlei Blauspuren auf. Lediglich eine aus dem Wirbel herausragende, die Bildflächen transzendierende Spitze schiebt hier vordringend ihr Blau hinein. Auch scheint sich der Keil im Vergleich zum ersten Werk stabilisiert, wieder aufgerichtet zu haben, wirkt dadurch in seiner trotz der Kratzspuren spürbaren Massivität als optisch beruhigendes Element. Zugleich ist ein gegenseitiges Durchdringen der konträren Formen erkennbar. Während der Wirbel weiter in Richtung der rechten Bildtafel und bereits in diese hineingeschoben wurde, greift die Keilform am unteren Bildrand erkennbar auf die linke Bildtafel über. Die getrennten Formen beginnen sich zu verbinden. Von hellen Blautönen wiederum wird der eher zaghafte Farbschleier am rechten Rand bestimmt. Der Farbakkord der linken Bildseite wird so wieder aufgenommen. Die eine Landschaft, so Götz, erwartet den Kuss der anderen. Jonction 3 schließt nun die Werkgruppe ab, ohne dass der Auflösungs- oder Verbindungsprozess abgeschlossen erscheint. Götz kontrastiert nunmehr das Schwarz-Weiß mit Braun-Orange-Ockertönen. Die 4 Hauptelemente der Bildanlage sind in dieser letzten Version nicht mehr ganz so deutlich zu unterscheiden wie in den beiden anderen Varianten. Sie lösen sich tendenziell auf, werden offener. Wieder liefert das Schwarz das Gerüst, sind die farbigen Markierungen sparsam und kleinflächig über die Bildfläche verteilt, dabei nunmehr auch, wenngleich zaghaft, in der ehemals massiven, sich nun aber in einem sich auflösenden, verschmelzenden Übergang zur Wirbelform befindlichen Keil. Ebenso fragmentiert und in Auflösung wirken die ehemals nach rechts und links in die Bildebene hineingerichteten, unterschiedlich stark ausgeprägten Rakelspuren. Während die linke sich dabei im verschmelzenden Übergang zum aufgelösten Wirbel befindet, hat sich die Gegenkraft auf der rechten Seite inzwischen in ihrer Gerichtetheit beinahe vollständig aufgelöst. Sie befindet sich inmitten einer Metamorphose in eine weitere Wirbelform hinein, schiebt sich dabei von rechts gegen die weiter aufgebrochene, teils sogar schon aufgelöste Keilform. Die Kratzspuren, die in Jonction 2 noch von innen aggressiv gegen diese Form drängten, wirken nun wie Risse in einer bröckelnden Mauer. So scheint nunmehr ein sich abwechselnder Rhythmus aus Form und wirbelnder Auflösung entstanden zu sein. Eine Verbindung, vielleicht noch bedingt harmonisch, aber unaufhaltsam. Eine Jonction der ehemals einzeln aufeinander und gegeneinander wirkenden Teile ist nahe. Braune Rhythmen rechts und links. Orange zwischen Sturz und Befreiung. Schnelle Lügen drängen nach Wundern. Träge Schleier erwarten Küsse von 2 Landschaften, die nichts mehr trennt. Karl Otto Götz macht die Annäherung der beiden Staatsgebilde, vielmehr aber die der beiden durch eine Grenze, sogar eine Mauer getrennten Teile eines Volkes sichtbar, fängt zugleich Chaos, Unordnung, Spannung und Ungewissheit, Hoffnung und Enttäuschung, aber auch Freude und verbindende Dynamik sichtbar ein, erinnert uns daran, dass Verbindung immer auch Reibung bedeutet und dass diese Reibung Energie freisetzt. Er schafft so in der Abstraktion eine Reihe von im besten Sinne des Wortes Ereignisbildern, die zunächst einmal nichts weiter darstellen als ein Mehr oder weniger an spontan gestisch expressiv aufgetragener, weggekratzter und weggeschleuderter Farbe. Götzens Werke sind nicht stehendes Denkmal, nicht Historienbild, sie illustrieren vielmehr als visuelle Metapher keinen abgelaufenen, sondern einen ablaufenden Prozess. Denn Geschichte ist nicht statisch, sie ist in Bewegung. Und so bleibt uns Karl Otto Götz, bleiben uns die Werke der Jonction-Reihe die Antwort schuldig, ob die Verbindung zweier Landschaften gelungen ist, gelingen wird, gelingen kann.